So, den ersten Streckenabschnitt haben wir hinter uns gebracht. Das erste kleine Etappenziel ist erreicht. Wir sind in Glückstadt. Und nach 537 Metern haben wir uns gedacht, jetzt ist es Zeit für die erste Pause. Das ist der Hafen von Glückstadt. Ich blende gleich mal so ein paar Bilder ein. Da waren wir auf unserer Radtour nach Friedrichskoog. Und damals war hier noch ein Triathlon, wo wir zugeguckt haben. Ganz weit vorne. So, bremst Sie rechtzeitig ab. Der Johnny gibt wieder alles. 2, 3 Schritte und dann geht's hinein ins Wasser. Ja, heute ist das Wetter ein bisschen schlechter als damals. Aber es macht mindestens genauso viel Spaß. Oh, und guck mal, ist das nicht schön? Warum fahren wir heute von Glückstadt aus? Weil wir uns gedacht haben, wir wollen gerne wieder mit Rückenwind fahren. Im Moment klappt das doch nicht so gut. Habe ich schon erwähnt? Rückenwind! Es geht nichts über eine gute Planung. Hallo. Hast du gesehen? Die lachen nicht mehr. Falsche Richtung, wa? Ha! Es ist Vatertag. Weiß Bescheid. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der Wind kommt so ein bisschen von rechts. Und deshalb hat Markus recht, also hinterm Deich war es besser. Ich glaube, hinterm Deich ist besser. Da war der Deich nicht nur Wasser, sondern auch Windschutz. An der Elbe. Wie gut, dass wir Rückenwind haben. Das sage ich euch. Steife Brise vorn achtern anblasen, Herr Kaloi. Oh, das sah jetzt nicht mehr so gut aus. Danke, viel Spaß euch. Kein Liegensee, oder? Doch, da lag einer, sind aber 300, 400 Meter. 300, 400 Meter. Links oder rechts? Auf der linken Seite, ihm geht es nicht so gut, aber es sind Leute dabei. Und wir haben, glaube ich, auch schon Fahrdienst organisiert. Ja, aber trotzdem, wenn einer nachguckt, ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja. Alkoholvergiftung würde ich nicht ausschließen. So, und jetzt für euch nochmal.
Es ist Vatertag, wie gesagt. Hier ist überall Party. Und die jungen Leute vertragen nicht mehr so viel wie wir früher. Wir konnten das ja noch ab, aber die heutzutage können gar nichts mehr ab. Ufta. Und Markus musste eben schon eine Kotztüte verteilen. Noch halten. Ach so. Und man trifft hier immer wieder die gleichen Leute. Ne? Nee, wir müssen gar nicht bis Winterhude. Wir müssen nach Ihr Bohlenhausen. seid nicht aus Winterhude. Hätte Nee. ich jetzt fast gedacht. Bohlenhausen. Das ist viel Spaß beim Feiern. Falter. Jetzt wird's ruhiger. Das war's mit der großen Party. Wo sind wir hier? Weiß gar nicht. Irgendwo zwischen Glückstadt Achso, und hier Fährhaus Elmshorn. Colmar ist das. Fährhaus Colmar. Also wenn ihr Party machen wollt, Vatertag, Fährhaus Colmar. Warm geworden! Du hast die Tour verlassen. Wirf einen Blick auf die Karte. Ach so, ja stimmt. Irgendwie hat der Garmin gerade gepiepst. Er sagt, wir haben eine Streckenabweichung. Ja. Ich glaube, wir müssen gleich mal über den Deich. Mal schauen, wann. Ob Markus wohl weiß, dass ich das nicht mehr bin? Nee, ne? So, bei Rückenwind macht das doch gar nichts aus, wenn man ein paar extra Kilometer fahren darf. Das passiert uns jetzt gerade am Krückau-Sperrwerk. Kurz danach ist der Radweg an der Elbe gesperrt. Wahrscheinlich deshalb auch Sperrwerk. Nein, Quatsch. Und jetzt fahren wir eine kleine Umgehung und kommen dann wieder dort auf den Elbe-Radweg. Theoretisch geht es hier jetzt wieder zur Elbe. Mal schauen, ob das stimmt. Eieiei. Oh Gott. Wir haben schon 3:45 und wir sind erst 15,8 Kilometer gefahren. Ja, die Tour hat insgesamt 70. Mal schauen, wann wir heute ankommen. Das war ein kleiner Abstecher nach Seestermühle. Och, was ist das denn? Der Apfelkummer. Jetzt gleich, wenn wir über den Elbdeich gucken im Seestermühler Vorland, dann sehen wir wieder die Elbe. Und dann haben wir auch endlich wieder Rückenwind, weil dieses Rückführungsstück war jetzt leider mit Gegenwind. Und jetzt können wir auch beide verstehen, warum die Radfahrer, die uns entgegenkamen, nicht ganz gute Laune hatten. Dankeschön.
So, das, was ihr jetzt auf der anderen Elbseite seht, das ist nicht etwa das andere Ufer, sondern das ist die Insel Pagensand. Weiter geht's unten am Deich in der Hoffnung, dass wir über die Pinnau kommen. Hinter uns befindet sich die Haseldorfer Binnenelbe. Sie liegt in einem der größten Naturschutzgebiete Schleswig-Holsteins mit einer Größe von über 2000 Hektar. Und jetzt geht es immer weiter an der Elbe entlang bis nach Wedel zum Willkommhöft. Da werden nicht nur die Schiffe begrüßt, da setzen wir auch über auf die andere Elbseite. Weißt du übrigens, warum das einer der gefährlichsten Radwege hier ist? Na? Weil immer wieder Radfahrer einschlafen beim Schafezählen. Oh nein! Es regnet! Ich habe gerade die ersten Tropfen abgekriegt. Oh nee! Danke. So, hier sind wir in Wedel, am Schulauer Fährhaus oder auch Willkommhöft genannt. Wenn die großen Pötte hier einlaufen, wird hinter uns die Fahne hochgezogen, die Nationalhymne gespielt und ein bisschen was zu dem Schiff gesagt. Und jetzt die wichtigste Frage, gibt's da ein Aperol? Jawohl. So, das nächste Schiff kommt leider erst in einer Dreiviertelstunde, dann sind wir schon wieder unterwegs. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dem Kapitän zu sprechen. Hallo, Ja, schönen moin. guten Tag, moin. Ja, moin, sagt man hier bei uns, ne? Jawohl. Ja, wir sind jetzt hier im Willkommhöft in der einzigartigen, weltweit einzigen Schiffsbegrüßungsanlage. Diese Anlage gibt es in diesem Jahr, nämlich genauer gesagt am 12. Juni 70 Jahre. Wir sind an 365 Tagen hier im Dienst. Wir sind also 5 Rentner, die wir uns hier Schiffsbegrüßungskapitäne nennen dürfen, mit einer Ausnahmegenehmigung, dürfen auch die Uniform tragen. Mein Name ist Uwe Mohr, ich bin also seit 6 Jahren hier auf der Station, aber von uns 5 hat keiner oder ist keiner jemals berufsmäßig zur See gefahren. Wir kommen also aus allen möglichen Berufen und es ist ein super tolles Hobby, sonst wird man das ja mit Sicherheit auch nicht machen. Ja, wir begrüßen, wie gesagt, alle eingehenden und auslaufenden Schiffe von um 10 Uhr bis Sonnenuntergang und das eben an 365 Tagen im Jahr. Na, wir haben also einige Informationen. Hier hinter mir in dem unteren Bildschirm haben wir also den Standort der Schiffe, so ungefähr auf 90 Sekunden genau, und wissen dann, was im Laufe des Tages, zumindest aus der Deutschen Bucht gesehen, einläuft. Wir haben 178 Hymnen gespeichert und digitalisiert.
mit der jeweiligen Begrüßung und Verabschiedung in Deutsch und in der Landessprache, wo das Schiff registriert ist. Vielen Dank für die ausführliche Bitteschön. Information. Ja, das machen wir Toll. doch gerne. Dann schauen wir mal, wie gut die Regenklamotten halten. Fertig. Kleine Planänderung. Eigentlich wollten wir ab Wedel mit der Fähre rüberfahren und dann durchs alte Land zurück. Aber wir haben schon kurz nach 6. Und deshalb fahren wir jetzt auf dieser Elbseite weiter. Denn hier gäbe es die Möglichkeit abzubrechen und mit der S-Bahn nach Hause zu fahren. Eine Möglichkeit, die ich mir doch gerne warm halten möchte. Und apropos warm, die Sachen halten ordentlich warm. Das ist echt schön. Im Gegensatz zum Wetter, das ist nicht schön. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind and rain, doubts and blame. So, nur ganz kurz, willkommen in Blankenese. And my heart is made of dust and grain, and spoiled champagne. I've got troubles, I've got sins, I'm my worst enemy, but I've still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man who fully understands? I say, Ich hoffe, ihr seht es uns ein bisschen nach, dass wir heute nicht ganz so viel von Hamburg zeigen und von dem Rest dieser Tour. Wir haben eine Tour gemacht, Sightseeing Hamburg. Da war es ein bisschen schöneres Wetter, guckt euch das bitte an. Heute wird nichts mehr gefilmt. Immer noch Vatertag. Nicht, dass es nicht schön wäre, also es gibt hier verdammt viel zu sehen. Die Strecke lohnt sich auf jeden Fall. Aber dann vielleicht bei Sonne, alter Schwede. Oh Gott. Es ist sehr nass. Wow. Wow. you're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins, I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man who fully understands? A sailor's heart, a sailor's heart. So I said, hey, don't you wanna come? Geht es unter der Elbe durch. Wir sind im Lastenaufzug vom alten Elbtunnel. 426,5 Meter lang und 23 Meter unten. So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come and say by chance, don't you want a man? Früher war die Autos drin, guck das mal an. Wahnsinn, ne? Ich glaube, mein wird jetzt hier gar nicht reinkriegen. Nee. Denn die Fahrbahn ist nur 1,92 Meter breit. Wir kommen auf die andere Seite. Tschüss, vielen Dank. Und was soll ich euch sagen? Kaum auf der anderen Seite angekommen, hat es aufgehört zu regnen. Willkommen im Süden.
und es fängt wieder an zu regnen. Nicht toll. Aber es sind nur noch ein bisschen mehr als 7 Kilometer. Dann sind wir zu Hause. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich bis nach Hause fahre. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich lasse mir die Option offen, dass wir mit der S-Bahn fahren. Toll, jetzt bin ich doch ein bisschen stolz. Auf mich und auf Markus sowieso, denn der hatte nie vor, mit der S-Bahn zu fahren. Das war nur ich. Eigentlich wollte ich mir heute ein schönes Plätzchen suchen und euch erzählen, was alles Neues. War aber zu nass. Ich ehrlich gesagt auch keinen Bock zu gehabt. 8:45, der Tag ist zu Ende. Super Tour, trotz Regen, sehr geil. Das war blöd, ne? Ist egal. Nee, ich glaube, das hörte sich ganz vernünftig an, ne? Jetzt befinden wir uns. Mann! Fischbrötchen und Räucherware. Na, das ist für eine Paderbornerin nix. Zu viele Leute. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mal einmal kurz vorbei? Danke. So. Oh nein, und jetzt? Scheiße, müssen wir wieder umdrehen, ne? Das war natürlich nur ein Scherz. Ein freundliches Mehr an alle da draußen. Jo, du mäh mich auch. Raindrops falling on my head. Und es klebt schön nass in Haar.